Vergessene Echos. Der Sturm tobte über dem Schwarzbach-Anwesen, als Blitze die massiven Eisengitter erleuchteten. Dr. Helena Krämer zog ihren Mantel fester um sich, ihr Herz pochte heftig in ihrer Brust. Sie hatte Jahre damit verbracht, verlorene Geschichten zu jagen, aber dieses Mal war es anders. Dieses Mal hatte das Geheimnis sie gefunden. Vor 3 Tagen war ein Brief in ihrem Büro eingetroffen, versiegelt mit einem Wappen, das seit langem als ausgestorben galt. Er sprach von einem verborgenen Raum unter dem Anwesen. Einem Raum, der etwas enthielt, das die Welt niemals sehen sollte. Der Absender warnte, sobald du eintrittst, wird die Vergangenheit erwachen. Helena hatte zuvor schon Gefahren erlebt, aber die Luft hier fühlte sich anders an. Dichter, geladen, als würde das Haus selbst den Atem anhalten. Als sie eintrat, flackerte das Kerzenlicht und warf lange Schatten durch den prächtigen Flur. Ein plötzlicher Windstoß schlug die Tür hinter ihr zu. Sie war nicht allein. Aus der Dunkelheit des Flurs wehte ein Flüstern zu ihr herüber. Du hättest nicht kommen sollen. Helena fuhr herum, ihr Herz raste. Das Flüstern schien von überall und nirgendwo zugleich zu kommen. Die Luft hatte sie verändert, war feucht und schwer und trug den Geruch von altem Pergament und etwas Unheimlicherem wie verfaultem Holz. Sie griff in ihre Tasche und zog eine kleine Taschenlampe hervor, deren schmaler Lichtstrahl die Dunkelheit durchschnitt. Der Flur erstreckte sich vor ihr, gesäumt von Porträts der Familie Schwarzbach. Ihre Augen schienen sie zu verfolgen, dunkel und anklagend. Ihre Finger glitten über den Brief in ihrer Tasche und erinnerten sie daran, warum sie hier war. Der Absender hatte die Bibliothek erwähnt. Der Schlüssel zu allem lag in ihren Wänden verborgen. Vorsichtig bewegte sie sich weiter, während der Holzboden unter ihren Schritten knarrte. Der Sturm draußen tobte weiter und ließ die Fensterscheiben erzittern. Da sah sie es, eine einzelne Kerze, die am Ende des Flurs brannte. Ihre Flamme schwankte auf unnatürliche Weise. Daneben stand eine angelehnte Tür. Helena zögerte einen Moment, bevor sie eintrat. Die Bibliothek war gewaltig, mit hohen Regalen voller alter Bände, deren Rücken vom Zahn der Zeit gezeichnet waren. Ein riesiger Kamin stand kalt und leer, aber irgendetwas daran beunruhigte sie. Dann entdeckte sie es, ein einzelnes Buch auf dem Lesetisch, getrennt von den anderen. Ein Buch mit dem gleichen Wappen, das den Brief versiegelt hatte. Sie näherte sich vorsichtig, ihre Finger schwebten über dem Ledereinband. In dem Moment, als sie es berührte, fegte ein heftiger Wind durch den Raum, schleuderte Bücher aus den Regalen. Der Kamin erwachte zum Leben, seine Flammen loderten in einem gespenstischen Blau. Und dann kehrte das Flüstern zurück. Du hast es erweckt. Das Buch schlug von selbst auf, die Seiten blätterten rasend schnell, bis sie bei einer Illustration anhielten, ein Durchgang unter dem Anwesen, markiert mit seltsamen Symbolen. Helena hatte kaum Zeit, das Bild zu erfassen, als der Boden unter ihr zu beben begann. Etwas kam auf sie zu. Sie schnappte sich das Buch und rannte zur Tür hinaus. Das Anwesen stöhnte, die Wände bebten, während Staub von der Decke rieselte. Der Sturm draußen war noch wilder geworden, Blitze zuckten so grell, dass sie kurzzeitig blendeten. Sie folgte den Hinweisen im Buch zum Kellereingang. Die Stufen waren steil und uneben, führten hinab in eine erstickende Dunkelheit. Der Geruch von feuchter Erde füllte ihre Lungen. Am Fuß der Treppe angekommen, spürte sie, wie die Temperatur sank. Ihre Taschenlampe flackerte und enthüllte eine uralte Holztier, in deren Oberfläche die gleichen Symbole eingraviert waren. Ihre Finger zitterten, als sie aufstieß. Die Kammer dahinter war riesig, ihre Wände waren mit steinernen Särgen gesäumt. In der Mitte stand ein Altar, und darauf ruhte eine kunstvoll verzierte Schatulle. Etwas darin pulsierte mit unnatürlichem Licht. Helena trat vor, doch die Luft um sie herum veränderte sich erneut. Schatten glitten über die Wände und formten die Gestalt eines Mannes. Seine Augen waren hohl, seine Stimme ein kehliges Flüstern. Du suchst, was verborgen bleiben sollte. Helena schluckte schwer, ihr Verstand raste. Der Brief hatte sie gewarnt, aber er hatte sie auch hierher gerufen. Warum? Sie musste es herausfinden. Mit all ihrem Mut streckte sie die Hand nach der Schatulle aus. In dem Moment, als ihre Finger sie berührten, zerbrach die Realität. Visionen überfluteten ihren Geist. Eine vergessene Zivilisation. Ein Verrat, der ein Imperium zerbrach. Ein Geheimnis, das seit Jahrhunderten unter dem Schwarzbach-Anwesen begraben lag. Der Wächter vor ihr war kein gewöhnlicher Geist. Er war der letzte Beschützer einer uralten Macht.
Das Anwesen stöhnte, als würde es sich gegen ihre Eindringung wehren. Die Schatten rückten näher. »Wähle«, flüsterte der Wächter, »nimm die Macht und riskiere den Fluch. Oder verlasse diesen Ort und vergiss, dass du je hier warst.« Helenas Herz pochte. Das Gewicht der Geschichte, die Last des Wissens, die Entscheidung lag bei ihr. Sie holte tief Luft und traf ihre Wahl.